Uh, moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Lange ist es her, dass wir uns den Bitcoin angeschaut haben. Ich bin auch ein bisschen nervös, muss ich ehrlich sagen. Mein letztes Video liegt lange zurück. Also entschuldigt, wenn das Video nicht ganz so flüssig in der Sprache rüberkommt, wie ihr es eigentlich gewohnt seid. Ich muss erstmal wieder reinkommen, ja. Aber heute ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir schauen uns nämlich mal den Bitcoin an und wägen jetzt mal ein paar Szenarien ab, ob es tatsächlich noch ein weiteres Hoch gibt, ob es das vielleicht schon gewesen ist, ob wir das Top vielleicht schon gesehen haben, ja, wie wir es hier tatsächlich in einem Szenario haben. Da hätten wir nämlich das Top im August 25 schon gesehen und wir befinden uns eigentlich schon im Bärenmarkt, ja, auch wenn wir zwischenzeitlich noch ein weiteres Hoch geschrieben hatten. Erzähle ich euch gleich zu mehr. Wenn ihr meine Arbeit schätzt, dann lasst euch jetzt gerne mal ein Like und ein kostenloses Abo da. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen, würde den Kanal unterstützen. Und ich versuche jetzt tatsächlich auch mal wieder ein paar Videos mehr zu bringen. Nagelt mich nicht darauf fest. Das ist bei mir gerade aktuell, was die Zeit angeht, ein bisschen kritisch. Aber ich versuche euch immer, so gut es geht, auf dem Laufenden zu halten. Es kam jetzt lange kein Bitcoin-Video. Das muss man halt einfach dazu sagen. Es tut mir leid auf jeden Fall dafür. Ich habe mir so in dem Sinne tatsächlich noch ein paar Zielzonen in der Zeit gesetzt gehabt, ja. Selbst wenn wir tatsächlich das Hoch schon gesehen haben, dann haben wir das auf jeden Fall auch ganz gut abgefangen. Ja, ich weiß gerade gar nicht, ob das im letzten Video schon kommuniziert wurde oder nicht. Aber auf jeden Fall habe ich in der Zeit noch ein paar weitere Zielzonen gesetzt. Und wir schauen uns einfach mal beide Szenarien an, die hier jetzt möglich wären. Und schauen uns auf verschiedene Indikatoren an, auf verschiedenen Timeframes. Bitcoin-Dominanz, CME-Gap, Fear and Greed Index, alles Mögliche, was mir so in den Sinn kommt. Und lasst uns einfach mal mit dem Video loslegen auf der 4-Stunden-Basis. Wir haben ja jetzt hier im April 25 unser letztes Tief gehabt, ja, unser letztes entscheidendes Tief, was wir auch perfekt abgefangen haben, meiner Meinung nach. Und seitdem ist der Bitcoin tatsächlich explodiert. Das wissen wir alle, das haben wir alle mitgekriegt, haben wir auch schon in den letzten Videos erwähnt. Und wir haben hier vermutlich eine 1, 2, 3, 4, 5 nach oben ausgebaut. Ich zeichne das nochmal ganz kurz ein. Die 1, 2 ist nämlich nicht sehr ersichtlich und die nachfolgende Struktur ist halt einfach, ja, sehr, sehr choppy. Ja. Für mich sieht es halt einfach so aus, als ob wir hier eine weitere 1, 2, 3, 4, 5 haben. Ja, damit eben die Welle 3 abgeschlossen haben und dann eine WXY in der Welle 4. Auch dann wieder eine sehr, sehr messige, choppige Struktur. Grausam zu analysieren, wirklich grausam, ja. Es ist eher so stufenartig, normalerweise eigentlich ziemlich gut zum Zählen, ja, aber doch tatsächlich dann ziemlich schwierig im Endeffekt hier eine vernünftige Struktur mit 8-Wave erklären zu können, ja. Man könnte jetzt hier eine 1, 2, 3, 4, 5 und das Top wäre drin, 3, 4 und die 5. Damit hätten wir das Top auf jeden Fall schon gesehen. Und aktuell hält sich der Chart tatsächlich auch eher an die bärischen Szenarien, anstatt an die bullischen. Das müssen wir jetzt tatsächlich erstmal gewuppt bekommen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, die aktuelle Struktur, wenn wir uns die mal anschauen, sieht nicht sehr prickelnd aus. Wir haben jetzt hier tatsächlich eher einen Dreiteiler, möchte ich sagen. Ja, das wäre dann tatsächlich eine A, dann eine A, überschießende B, C in der B. Und wir wären jetzt tatsächlich in der B, also auch wieder nur korrektiv, ja, also in der C der B, also eine 1, 2, 3, 4, 5, die wir hier noch erwarten dürften. Und dann wäre tatsächlich die Korrektur beim Bitcoin vorbei und es würde weiter nach unten gehen. Jetzt schauen wir uns mal an, was der Bitcoin in der Zwischenzeit gemacht hat. Ja, nicht verwirren lassen von diesen ganzen blauen Linien. Das sind hier meine Ankerpunkte, sage ich mal. Wer den Anker nicht kennt, ziemlich cooles Tool zum Traden. Wir sehen, dass der Bitcoin da teilweise oft und sehr präzise drauf reagiert hat. Teilweise bullisch, teilweise bärisch. Und ich habe davon ein paar auf den Chart gebracht. Ja, zum Beispiel jetzt hier das letzte Low von der Welle 4. Das haben wir tatsächlich hier in dieser etwas größeren Korrektur ja nicht ganz angelaufen, aber kann man eigentlich so sehen. Später haben wir dann hier tatsächlich nochmal daran reagiert von unten, wurden nochmal abgewiesen. Dann natürlich das vorletzte All-Time-High, auch ein super wichtiger Punkt. Diese Anker setzt ja natürlich immer an relevanten Punkten. Hier wäre jetzt theoretisch nochmal ein weiterer wichtiger Punkt, ja, ein markantes Low. Genauso hier ein markantes Top, aber das wird dann eben einfach zu viel und zu unübersichtlich. Das ist ja jetzt schon total unübersichtlich, ne?
Dann natürlich das überschießende B-Top, ja, klarer Dreiteiler, eine A, B, C und auch wieder ein markantes Top, ja. Und da hat er tatsächlich auch mit diesem Spike hier perfekt dran reagiert. Ja, auch vom vorletzten All-Time-High, da hat er sich das auch nochmal abgeholt und ist dann nochmal ja, ordentlich reingekracht. Sehr cooles Tool, will ich aber auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ist nur mal nebenbei eine erwähnenswerte Sache. Wir schauen uns mal an. Ja, ich habe mich nicht getraut, hier irgendwie eine Zielzone zu setzen, weil dieser Chart so choppy aussah und habe halt einfach auf die Gegenbewegung gewartet, ja. Hat sich auch gelohnt tatsächlich. Hier wäre man tatsächlich nicht ausgestoppt worden, wenn man sich das Ganze mal anschaut. 1%-Regel, ja, da wären wir bei 0,75% gewesen, also knapp nicht ausgestoppt um 0,25%. Hätte man hier auf jeden Fall einen schönen Trade mitnehmen können, wenn wir es mal anschauen, hier vom Top zur unteren Zielzone sind ungefähr 8,5%. Ja, mit dem 10er Hebel hast du 80%. Hebeltrading haben wir, glaube ich, mittlerweile alle die Schnauze voll von, denn dann kam ja dieser riesengroße Crash, wo sich alle in die Hose gemacht haben, wo ich tatsächlich auch schon ein paar Updates geliefert habe zu Ethereum, Sui und so weiter. Tatsächlich dieses B-Wellen-Top auf jeden Fall gut gecallt mit dieser A-B-Zone, ja, das heißt, wir haben hier die Punkte an dem Hoch der A, an dem Tief der B gesetzt und Ziele für die Welle C eingeblendet, hat einfach perfekt gegriffen, ja. Theoretisch hätte er hier auch einen Fünfteiler machen können, hat er aber nicht gemacht. Dafür hätte er halt einfach hier nochmal deutlich stärker performen müssen. Aufgrund dieser choppigen Struktur bin ich eigentlich schon fast davon ausgegangen, dass es eine korrektive Bewegung ist. Ähnlich wie wir es beim letzten Bullrun hatten, mit einer überschießenden B. Gehen wir mal auf den Tageschart. So, sehen wir genauso hier, dass wir hier eine A, B, C bekommen haben. Irgendwie habe ich es im Gefühl gehabt, dass er das jetzt auch wieder machen wird. Mein Gefühl hat mich tatsächlich nicht getäuscht. Und wir haben jetzt hier tatsächlich das Top gecallt. Dann kam dieser Flash-Crash. Hab mir dann nochmal eine Short-Zielzone mittendrin gesetzt. Ja, das ist quasi eine Zone für eine Welle 4. Das heißt, wir hätten hier jetzt quasi eine 1, 2, 3, 4, 5 gehabt. Und die 4 hat einfach auch perfekt gegriffen. Haben dann tatsächlich nochmal eine weitere Zielzone gesetzt für einen Long-Einstieg, der jetzt auch wieder perfekt gegriffen hat. Also ich bin irgendwie ziemlich überrascht von mir selber. Ich weiß gerade gar nicht, was für eine Zone das war. Das war, okay, für eine C. Okay. Ja, logisch, ne? Wir haben ja hier eine Welle A, eine B und dann hier eben die Zielzone für die Welle C, hätten hier entsprechend eine Welle A fertig. Dementsprechend wären wir jetzt in einer Welle B, wie ich am Anfang schon erwähnt habe. Und diese Struktur ist halt einfach ziemlich grausig. Wie immer, klarer Dreiteiler aus meiner Sicht, ja. A, B, C in der B und wir wären jetzt in der C, habe ich bereits erwähnt. Damit wir dann tatsächlich nochmal einen Fünfteiler bekommen können, ja, müsste er quasi mindestens mal hier die $119.000 anlaufen. Das wäre hier aber auch gleichzeitig das 78,6er, wo es dann wieder schwierig wird zu sagen, okay, ist es jetzt eine Welle 3? Ist es eine Welle C? Dementsprechend müsste er, um sicher zu gehen, eigentlich das 178,6er bis 200er anlaufen und da sind wir schon bei 121.000 bis 123.000. Da können wir uns eigentlich sicher sein, dass es sich um eine Welle 3 handelt, ja. Also alles Richtung 120.000 würde ich noch als B-Welle einstufen. Alles über 120.000, ab 121.000 würde ich tatsächlich schon als Welle 3 einstufen. Das 78,6er also erstmal unser Ziel für unser bärisches Szenario. Sollte es darüber hinausgehen und danach sieht es halt aktuell wirklich nicht aus, dann könnten wir tatsächlich nochmal ein weiteres Hoch bekommen, ja, eine 4 als Rücksetzer und nochmal eine Welle 5 und dann hätten wir tatsächlich eine Welle 5, der 5, der 5, der 1 abgeschlossen. Schauen wir uns gleich nochmal im Alternativszenario an, damit ihr euch das jetzt nicht im geistigen Auge vorstellen müsst, ja. Aber ich möchte jetzt hier nochmal ganz kurz auf die kurzfristige Struktur eingehen. Wir haben jetzt hier diesen Anker im Video unterschritten. Da hat er eben nochmal drauf reagiert, ja. Aber er hat ihn jetzt tatsächlich unterschritten und befindet sich direkt auf dem Weg Richtung 112.520.
520. Ja, 580 bis 520. Könnte theoretisch hier auch noch die 161,8 abholen. Wäre nicht ganz so schön tatsächlich, aber immer noch im Rahmen einer Welle 4 mit dem 50% Fibonacci-Level. Da zeige ich euch gleich auch nochmal was. Ja, schöner wäre hier, wie gesagt, dass die 112.520, dass er da dann nochmal kehrt macht und dann ein neues Top Richtung Welle 5 ausbaut, um die C der B zu komplettieren im bärischen Szenario. Ja, oder tatsächlich dann eine Welle 5 einer Welle 3. Ja, das heißt, wir hätten hier insgesamt keine A, B, sondern eine 1-2-Struktur. Und wir wären jetzt in einer Welle 3. Nach diesem nächsten Hoch dann gerne bei, ja, was heißt gerne, bei 120.000, ungefähr 119.700, sollte es dann nochmal bergab gehen. Wenn er sich jetzt tatsächlich hier an die Level hält, kann ich tatsächlich auch schon mal sagen, okay, wir können schon mal ein Bärenmarkt-Tief bestimmen. Ja, sagen wir mal, der geht jetzt hier wirklich bis zu den 78,6. Dann wäre unser nächstes Ziel für unsere Welle C die 91.781 Dollar ungefähr. Damit hätten wir dann eine Welle A ausgebaut. Ja, das heißt, oder eine Welle X, je nachdem, wie man es labeln möchte, je nachdem, was er dann macht. Dann hätten wir hier eine A, eine B und eine C. Könnte man dann entweder als A labeln oder als W. Dann würden wir wieder eine dreiteilige B bekommen. Und dann müssen wir tatsächlich mal schauen, wie er es macht. Ja, ob er jetzt tatsächlich dann hier eine X ausbaut und eine Y. Das heißt, wir wären hier auch wieder dreiteilig unterwegs in der Welle Y oder tatsächlich fünfteilig in einer Welle C. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal mit der B-Welle anschauen, die wir bekommen können, dann gehen wir mal zum All-Time-High, zum vorletzten und zum 138,2er. Dann haben wir das 61,8er bei 111.000 ungefähr. Ja, das liegt hier eigentlich so in dieser Seitwärts-Range. Passt eigentlich soweit, ja, mit dem 61,8er. 78,6er wäre dann natürlich auch wieder möglich. Wäre dann hier in dieser Seitwärts-Range drin ungefähr. Das wären so die nächsten Ziele für meine B-Welle, wenn wir tatsächlich unter die 100.000 fallen sollten. Ganz wichtig, wir müssten dafür unter die 100.000 fallen. Und auch ganz wichtig, er muss dann tatsächlich einen Fünfteiler ausbauen. Ja, das heißt auch hier eine 1, 2, 3, 4, 5, um eine C zu komplettieren. Eine C ist immer fünfteilig und damit hätten wir dann unsere Welle A fertig, eine dreiteilige B. Ja, sagen wir mal, hier wird es wirklich die 111.000 und dann können wir tatsächlich schon mal Ziele für das Bärenmarkt-Tief bestimmen. Und wenn wir davon ausgehen, dass er hier die 111.000 anläuft, bis zum 138,2er wären wir bei ungefähr 70.300 Dollar. Sollte er tatsächlich dann noch ein bisschen höher steigen, Richtung 78,6er, gehe ich tatsächlich nicht von aus, aber dann wären wir schon hier bei 74.000. Ja. Das wäre dann tatsächlich erstmal für mich, wo ich sagen würde, okay, das wären erste Preise, wo man dann wieder über einen Einstieg bei Bitcoin nachdenken könnte. Ja. Selbstverständlich könnte er in einer Übertreibung auch das 161,8er anlaufen und dann wären wir hier wieder mitten in dieser Seitwärtsrange von unserer März- bis August-Korrektur vom Jahre 24 und gleichzeitig wären das natürlich auch die letzten All-Time-Highs gewesen, ja, vom letzten Zyklus. Also auf jeden Fall ein sehr interessanter Bereich für ein Bärenmarkt-Tief. Dass der Bitcoin jetzt hier nochmal Richtung 30.000 fällt, glaube ich tatsächlich eher nicht. Dann müsste das hier tatsächlich nochmal wieder eine weitere Zwischenkorrektur gewesen sein. Dann hätten wir hier jetzt tatsächlich sagen können, okay, hier handelt es sich jetzt dann um eine W. Dann kommen wir nochmal hoch in der X und wir kommen hier nochmal runter in der Y. Ja, das wäre dann tatsächlich ein super, super bärischer Bärenmarkt. Aber tatsächlich glaube ich das tatsächlich nicht. Was ich natürlich auch gesehen habe, ich habe mir Meinungen von anderen Leuten angeguckt, das will ich gar nicht verheimlichen oder sonst irgendwas. Viele sagen auch, dass das hier tatsächlich eine weitere 1-2 werden könnte. Theoretisch möglich, wir haben hier einen Fünfteiler und einen dreiteiligen Rücksetzer. Das Problem daran, was ich sehe zumindest, wäre, dass die 1 das vorherige Hoch überschritten hat und das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich unüblich. Von daher wäre das für mich hier kein valides One-Two-Setup.
Dennoch strukturmäßig auf jeden Fall möglich. Danach müssten wir auf jeden Fall ordentlich eskalieren, denn dann kommt nämlich die Welle 3 und dann sind tatsächlich auch Preise von 180.000 aufwärts möglich. Auch nur dann. Sollten wir tatsächlich scheitern, ist es diese Welle B, ja, Richtung 111, 116 vielleicht. Vielleicht sogar nur 106. Wer weiß, wie sich diese Struktur dann entwickelt. Das müssen wir dann schauen, wenn es soweit ist. Ich kann immer nur Preise bemessen von Daten, die ich dann auch auf dem Chart habe. Und das hier, was ich gerade gemacht habe, ist natürlich nur eine Prognose. Ja, ihr dürft mich auf jeden Fall nicht auf diese Preisziele festnageln. Wenn der Bitcoin dann nicht Richtung 70.000, sondern Richtung 65.000 fällt oder 64.000 oder 63.000, dann wird natürlich gesagt, du, Wave Theory Investing, ich bin bei 70.000 wegen dir eingestiegen, aber der ist ja noch viel günstiger geworden. Da hätte ich ja noch viel günstiger einsteigen können. Nein, so machen wir das hier nicht. Das ist natürlich auch alles keine Anlageberatung. Das ist lediglich meine Meinung, das, was ich hier auf dem Chart erkenne, und jemand anderes könnte theoretisch auf dem Chart wieder was anderes erkennen. Also macht euch bitte immer euer eigenes Bild, macht eure eigene Recherche, verlasst euch nicht auf irgendwelche YouTuber, die euch irgendwas an die Backe labern, von wegen, oh mein Gott, das ist jetzt ein Superzyklus oder sonst irgendwas. Die Struktur aus Air Wave Sicht ist voll. Das kann man ganz ehrlich und offen so sagen. Und bislang hält er sich auch einfach ans bärische Szenario. Schauen wir uns mal den MACD auf dem Tageschart an. Da sieht es ja erstmal wieder ganz gut aus. Wir haben hier nämlich ein bullisches Cross natürlich hingelegt und haben hier auch wieder steigendes Volumen. Allerdings muss ich sagen, das hatten wir hier auch. Okay, da haben wir eine Rallye hingelegt, schön und gut. Von unten nach oben hatten wir das hier zuletzt. Ah, perfekt. Wenn wir uns das hier mal anschauen, da hatten wir das hier in diesem Bereich. Da hatten wir auch ein bullisches Cross und das hat erstmal nicht wirklich angehalten. Ja, dann hatten wir wieder ein bärisches Cross, dann hatten wir wieder ein bullisches Cross. Kann sich wieder theoretisch genauso entwickeln. Des Weiteren, selbstverständlich, seit Monaten eine bärische Divergenz. Ganz klar zu erkennen, ja, von diesem Zeitpunkt eigentlich schon aus, haben wir immer weitere höhere Hochs gebildet und im MACD immer tiefere Tiefs, ja. Sogar hier jetzt zuletzt. Das ist eigentlich so der aktuelle Augencatcher, ja, Eyecatcher sagt man ja, wo bei vielen Analysten eigentlich die Alarmglocken läuten sollten, dass wir hier jetzt tatsächlich eine bärische Divergenz ausgebaut haben. Und danach haben wir tatsächlich nochmal eine bärische Divergenz ausgebaut. Das wäre dann jetzt hier der Fall. Da haben wir auch wieder ein höheres Hoch gemacht. Und dann kam halt auch eben dieser Flash-Crash. Okay, ja, der RSI, der ist im mittleren Bereich. Der ist im mittleren Bereich auf dem Tageschart auch erstmal okay, sag ich mal. Kann man mit steigenden Preisen theoretisch noch rechnen. Wo man dann natürlich aufpassen muss, ist dann tatsächlich, wenn wir jetzt hier nochmal tatsächlich irgendwie eine überschießende B machen sollten, wovon ich jetzt nicht ausgehe, ja, und wir hier kein höheres Hoch im RSI machen können. Dann haben wir hier auch wieder eine bärische Divergenz. Aber dazu wird es aus meiner Sicht erstmal nicht kommen. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt hier natürlich unsere 1, 2, 3, 4, 5 machen, ja, Richtung 130.000 ungefähr. Vielleicht sogar noch ein bisschen höher, das schauen wir uns gleich mal an. Und dann, ja, macht der RSI hier irgendwie sowas, aber dann haben wir trotzdem noch hier ein tieferes Hoch und hier tatsächlich ein höheres Hoch, was ebenfalls noch eine bärische Divergenz darstellen würde. Schauen wir uns nochmal den 4-Stunden MACD und RSI an, denn da sieht es tatsächlich nicht so gut aus, ja. Wir haben jetzt hier ein bärisches Cross reinbekommen und das bärische Volumen nimmt zu. Gleichzeitig sind wir hier beim RSI im überkauften Bereich gewesen und dementsprechend könnte man jetzt hier auch mit einer Korrektur rechnen. Wenn wir jetzt hier tatsächlich die 4, 5 noch machen, kann es sein, dass er auch hier eine bärische Divergenz ausbaut. Das heißt, wir machen jetzt hier nochmal die 5, irgendwie so. Und dann haben wir hier tatsächlich eine bärische Divergenz, die wir hier auf den Chart bekommen könnten. Auch erstmal nicht so gut, weil das auch wieder tatsächlich dann unsere These für den bärischen Fall decken würde. Okay, erstmal genug zum Bärischen. Kommen wir mal so langsam zum Bullischen, denn auf dieser Seite gibt es tatsächlich auch sehr, sehr viele gute Nachrichten, die man halt auch einfach nicht vergessen darf. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, dann habe ich diese 3 einfach nur ein Stück weiter nach oben geschoben. Ja, könnte man theoretisch auch so zählen, dass wir hier eine 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 haben in der Welle 3,
4, 5, um diese Welle 3 abzuschließen. Dann eine A überschießende B, C in der Welle 4 und wir wären jetzt tatsächlich in einer Welle 5, der 5, der 5, der 1 und die darf dann gerne Richtung 142.000 Dollar laufen. Klingt doch schon mal besser als 120.000, das auf jeden Fall. Es passt strukturmäßig auch eigentlich ziemlich gut, weil wir hier halt eben eine Welle A haben, einen Dreiteiler in der Welle B und dann eine Welle C bekommen haben. Dementsprechend entweder eine Welle A im bärischen Szenario oder eine Welle 4 im bullischen Szenario. Was mir halt eben, wie gesagt, nicht so gut gefällt, ist diese Struktur hier, ja. Die gefällt mir wirklich nicht ganz so gut. Was natürlich sein kann, ist, dass wir jetzt hier ein Double 1-2-Setup ausbauen. Das wäre tatsächlich wieder sehr, sehr bullish. Gehe ich aber tatsächlich fast nicht von aus. Allein schon, weil wir hier tatsächlich das Hoch der ersten Welle 1 schon wieder überschritten haben. Ihr erinnert euch an das, was ich vorhin gesagt habe, warum das hier keine weitere 1-2 für mich ist, ja, weil wir hier das letzte All-Time-High einfach überschritten haben und das für mich keine 1 sein kann. Die Welle 1 geht normalerweise nämlich nicht über das letzte Hoch hinaus. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich sage, nein, das ist für mich keine 1-2. Wir kriegen hier keinen Superzyklus. Ich halte immer noch an meinen 130.000 bis 140.000 Dollar fest. In der Extension vielleicht auch mehr. Allerdings halte ich das auch für relativ unwahrscheinlich. Ja, und dann geht es halt eben in den Bärenmarkt. Wäre strukturmäßig auch ein bisschen schöner, ja, weil wir hier nicht so viele verschachtelte A-B-Strukturen hätten, weil wir dann tatsächlich direkt von hier aus dann eine Welle A, eine Welle B und eine Welle C ausbauen könnten, in einer Zigzag-Struktur möglicherweise. Und dann könnten wir tatsächlich auch hier in dem Bereich dieser ewig langen, nervigen Korrektur von 24 irgendwo enden. Wäre für mich das deutlich schönere Szenario. Sage ich ganz offen und ehrlich, wir würden dann von 140 wahrscheinlich direkt hier Richtung 80.000 rauschen, ja, oder zumindest mal hier die 96.000, dann nochmal in eine Welle B rübergehen, um dann nochmal final abzuverkaufen in eine Welle C hinein. Das wäre das bullische Szenario. Und wenn wir uns jetzt mal die Bitcoin Dominance anschauen, weil die dürfen wir tatsächlich auch nicht vergessen. Ja, wir sind eigentlich alle hier wegen der Altcoin Season. Ja, und das sieht jetzt tatsächlich auch erstmal ganz okay aus. Ich hatte ja anfangs angenommen, dass wir hier einen Fünfteiler ausbauen. Hat er dann tatsächlich nicht gemacht, deswegen ist es eher eine A-B-C-Struktur geworden, eine A-B-C. Hat er auch perfekt am 100er abgefangen und von da aus ist er dann tatsächlich losgetigert, hat beim Flash Crash hier das 61,8er abgeholt. Damit wäre tatsächlich das Top der B drinne und wir könnten jetzt theoretisch in die Welle C übergehen. Auch die Welle C setzt sich natürlich fünfteilig zusammen. Das heißt, wir hätten jetzt hier nochmal die Möglichkeit, nochmal hochzukommen, gerne Richtung 50% bei 61,51%. Ja, da liegt ungefähr auch das 61,8er. Und von da aus könnten wir dann die Welle 3, 4, 5 machen und hätten dann tatsächlich unsere, Altcoin Rally möchte ich es eigentlich nennen, weil eine Season glaube ich nicht, dass es das noch wird, ja. Selbst wenn, sollte sich das noch ein bisschen ziehen. Ich kann das zeitlich nicht einordnen, wie genau sich das ausspielen wird von der Zeit her, ja. Ob wir jetzt hier bis Mitte November nochmal ansteigen, ob wir vielleicht bis Ende November ansteigen und dann die 3 im Dezember stattfindet, die 4 im Januar und die 5 dann nochmal im Februar, keine Ahnung. Ja, normalerweise sagen wir ja Top in Q4, aber von der Struktur sieht das hier tatsächlich erstmal nicht so aus. Muss man einfach sagen. Gerade die Bitcoin-Dominanz, die ist ein bisschen lascher unterwegs. Ja, da passiert nicht so viel. Gerade jetzt hier diese Bewegung, wenn wir mal den Ausbruch rausnehmen, ja, die ist sehr, sehr träge. Und was wir natürlich auch noch im Hinterkopf haben müssen, ist hier tatsächlich unser CME-Gap, was er sich jetzt gerade abholt. Wir haben hier noch ein CME-Gap von 113.500 bis 111.170. Das dürfen wir tatsächlich auch nicht vergessen, dass er das jetzt gerne zumindest zu 50% nochmal schließen kann. Wir schauen mal ganz kurz, was hier so die Preisziele bei unserer Welle 4 wären. Gehen wir nochmal auf den 4-Stunden-Chart. Der ist jetzt hier gleich beim 38,2er, okay. Müssen wir nochmal schauen. Vielleicht bricht er sogar hier jetzt nochmal
während wir hier tatsächlich das Video live aufnehmen, diese Zone. Dann müssen wir uns tatsächlich nochmal etwas genauer anschauen, um was es sich denn handeln könnte. Er hat jetzt das 123,6er erreicht und scheint erstmal da zumindest so ein bisschen zu reagieren. Immer sehr schön, das mal live mitzusehen, ja. Und das zeigt mir halt einfach, okay, 38,2er, 123,6er, da reagiert er auf jeden Fall schon mal. Er kann jetzt natürlich nochmal eine 4,5 machen und sich das 138,2er abholen oder das 161,8er, wie gesagt. Aber das lasse ich jetzt hier erstmal laufen. Wir haben jetzt hier unser CME-Gap, was er theoretisch erstmal nur zu 50% füllen muss, bevor er dann tatsächlich weiterzieht. Wenn das natürlich nur eine B-Welle ist, ja, die hier oben endet, dann wird das auch wieder ganz schnell geschlossen komplett. Ja, das heißt, wir können jetzt von hier aus hier nochmal die Welle 5 machen und schließen es dann komplett in der Welle C der A. Andernfalls kann es natürlich auch geschlossen werden. Ganz klar, dass wir das jetzt sofort schließen oder zumindest in den nächsten Stunden oder Tagen. Man muss es auf jeden Fall weiter beobachten. Das ist jetzt einmal nur nice to know, dass wir hier noch unser CME-Gap haben, was auf jeden Fall geschlossen wird. Ob es jetzt tatsächlich mit einem nächsten Bullrun erstmal weitergeht, ja, mit einer 1, 2, 3, 4, 5 und wir das dann halt eben schließen, das kann ich euch nicht sagen. Das weiß tatsächlich nur der Markt. Je nachdem, ob wir jetzt hier tatsächlich Support finden und dann tatsächlich hier oben auf Widerstand laufen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es sich halt eben um diese B-Welle handelt und wir es direkt schließen. Sollten wir tatsächlich weiter steigen, ja, und dann nochmal eine 4-5 machen, dann sieht das tatsächlich so aus, als ob wir tatsächlich hier das erst später schließen werden. Mehr kann ich dazu tatsächlich nicht sagen. Und dann schauen wir uns nochmal die Geldmenge M2 im Vergleich zum Bitcoin an. Wir wissen ja, dass die Geldmenge eigentlich mit dem Bitcoin korreliert. Und wenn wir jetzt tatsächlich nochmal, auch super bullish übrigens, morgen eine Zinssenkung bekommen könnten, ja, dann wird die globale Liquidität natürlich auch wieder steigen, was natürlich unserem Bitcoin wieder zugutekommt. Wo wir dann aufpassen müssen tatsächlich ist, wenn die globale Liquidität rasch abnimmt, ja, weil dann ist tatsächlich bei Bitcoin ein Top drin. Er kann jetzt hier tatsächlich nochmal eine korrektive Gegenbewegung machen. Das ist immer noch drin. Solange er dieses Hoch hier tatsächlich nicht überschreitet, ist tatsächlich hier eine Korrektur als Dreiteiler möglich, bevor wir dann halt eben weiter abgeben. Ne? Muss jedem bewusst sein. Und wir schauen uns jetzt auch gleich nochmal den Goldchart an. Sollten wir jetzt hier weiter steigen, ist es natürlich sehr gut für Bitcoin, weil wir dann auch hier gerne neue All-Time-Highs erwarten dürfen. Mit der steigenden globalen Geldmenge. Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Gold, habe ich gesagt, schauen wir uns nochmal an. Denn Gold ist ja auch in gewisser Weise ein Antizyklus zu Bitcoin, sage ich jetzt einfach mal. Also, um das nochmal genauer aufzufassen. Wir haben übrigens, wer das letzte Gold-Video gesehen hat und diese Zielzone genutzt hat, herzlichen Glückwunsch. Wir sind jetzt hier tatsächlich bei Gold an einen Hochpunkt geraten. Und theoretisch kann es das auch schon gewesen sein mit dieser Welle 3. Ja? Deswegen hier Alt 3. Dann würden wir jetzt auf jeden Fall in eine deutlich größere Korrektur gehen als diese Welle 4. Sieht mir jetzt tatsächlich sehr wie ein Dreiteiler aus. Ja, das heißt, wir haben hier einen Dreiteiler. Könnte hier nochmal das 50% Fibonacci-Level vielleicht abholen. Müssen wir mal schauen. Das könnte jetzt hier eine 1, 2, 3, 4, 5 werden. In der C, das heißt, wir haben hier insgesamt eine A, B, C als Zigzag-Struktur. Und dann würde der Goldpreis von hier unten wieder anziehen und wahrscheinlich neue All-Time-Highs schreiben, was für den Bitcoin jetzt erstmal nicht ganz so gut wäre. Da wir ja am Rohstoffsektor sind, ist eine Welle 5 gerne mal die Welle, die extendiert. Normalerweise ist es ja die Welle 3, die hat hier jetzt auch gut extendiert, das kann man nicht anders sagen. Andererseits sehen wir hier innerhalb dieser Welle 3, dass die Welle 5 tatsächlich die längste Welle ist. Ja? Und das ist halt sehr typisch für den Rohstoffmarkt, dass eine Welle 5 extendiert im Gegensatz zu der Welle 3. Wir hatten ja hier unser 8-Wave-Dreieck angenommen. Und das hat sich einfach auch perfekt ausgespielt. Ja, also wer diesen Trade hier im letzten Video mitgenommen hat, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Wir müssen jetzt schauen, ob er hier tatsächlich die $3.808 halten kann. Ich gehe tatsächlich fest davon aus, dass Gold dann nochmal ein weiteres Hoch machen wird, bevor die Korrektur
in eine größere Welle 4 übergeht, die dann auch massiv sein sollte. Das würde aber auch bedeuten, dass es Bitcoin nicht ganz so gut gehen würde. Ja? Wir haben hier vom April 25 bis, ja sagen wir mal, das ist hier das Ende der Korrektur, bis zum 20. August ungefähr, uns in einer Seitwärtsbewegung befunden. Ja, wenn wir uns mal anschauen, was Bitcoin in der Zeit gemacht hat, dann wird euch gleich ein Licht aufgehen. Was habe ich gesagt? August, ne? April, genau. Im April ist Bitcoin durch die Decke gegangen. Während Gold hier tatsächlich im April in eine Seitwärtsphase übergegangen ist. Und das meine ich halt eben mit diesem antizyklischen Verhalten, dass wenn Gold korrigiert, sage ich mal, dass die Assets, die etwas risikobewusster sind, natürlich durch die Decke gehen. Warum ist das so? Weil Gold natürlich ein Krisenasset ist. Das heißt, die Leute wollen eigentlich in Gold reingehen, wenn es am Markt richtig brodelt. Ja, wenn wir jetzt hier in den Bärenmarkt reingehen, dann ist Gold wieder tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Asset. Und wenn wir uns das mal anschauen, wenn Gold jetzt hier tatsächlich bald seine Korrektur abgeschlossen hat, wo ist es? Da. Und hier nochmal Richtung 50% Fibonacci-Level läuft und der Bitcoin hier Richtung 78,6er läuft, ja, dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Gold dreht, baut diese Welle 5 aus und wir gehen mit unserem Bitcoin und allen Altcoins in den Bärenmarkt. Das ist auf jeden Fall das, was ich erwarten würde. Wenn wir jetzt natürlich mit Gold in die größere Welle 4 direkt übergehen würden, wäre das natürlich wieder gut für unseren Bitcoin und unsere Altcoins. Ich muss aber auch sagen, wenn ich mir jetzt hier so RSI und MACD anschaue, dann sind die auf jeden Fall ziemlich stark überverkauft. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns diese Struktur mal anschauen, dann sehe ich da auf jeden Fall nochmal ein weiteres Low. Ja. Wir haben jetzt hier eine A, B, C in der B und tatsächlich eine 1, 2, 3, 4, ja, 5. 5 extendiert gerne. Kann natürlich dementsprechend auch ein bisschen hier drunter dippen, sollte nicht allzu tief fallen. Aber die 3800 sollte er sich dann auf jeden Fall nochmal abholen. Das heißt, wir werden hier insgesamt eine A, B, C in der Welle 4 in einer Zigzag-Struktur und würden dann nochmal ein neues Hoch in einer fünfteiligen Struktur, die ja auch, wie gesagt, extendieren kann, bei Gold hinlegen. Ja, ich schaue mir jetzt mal den Ethereum-Chart an mit euch zusammen und muss einfach sagen, das hier, diese gesamte Struktur sieht für mich eigentlich ziemlich korrektiv aus, in dem Sinne, dass wir jetzt hier tatsächlich nochmal ein weiteres Hoch machen können. Auf jeden Fall. Wir haben ja schon lange tatsächlich hier unsere $5.830 als Ziel und die halte ich auch immer noch für realistisch. Einfach aufgrund dessen, weil diese Struktur hier ziemlich korrektiv aussieht. Ja? Wenn man möchte, kann man hier mit Sicherheit irgendwie ein Expanded Wedge oder so sehen. Ja, kann man auf jeden Fall. Auf jeden Fall könnte das hier eine Bullflex sein. Das möchte ich nur einfach damit aussagen. Was wir jetzt nicht machen sollten, wäre tatsächlich unter die $3.432 zu kippen. Das wäre tatsächlich nicht gut. Dann frage ich mich als 8-Wave-Analyst allerdings auch, ist es hier vielleicht eine Truncation? Ja, ist es hier doch irgendwie ein Fünfteiler? Und dann hätten wir hier tatsächlich die X bereits ausgebaut. Ja, dann wäre das hier die 5 der C und wir hätten eine Truncation bekommen. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Normalerweise würde ich das hier jetzt auf jeden Fall als Dreiteiler zählen. Dann müsste das hier tatsächlich auch ein Dreiteiler sein. Ja, weil wir einfach kein neues Hoch gemacht haben. Wenn es aber ein Fünfteiler sein sollte, dann ist das hier eine Truncation und wir haben hier die 5 der C der X von hier oben schon abgearbeitet und wir können jetzt tatsächlich in den Bärenmarkt übergehen. Das wäre natürlich nicht so schön und würde strukturmäßig auch für mich erstmal keinen Sinn ergeben, weil, wie gesagt, das sieht hier alles sehr korrektiv aus. Wir sind hier auch beim RSI im mittleren Bereich auf dem Tageschart. Also hier ist alles noch machbar. Wenn ich mir jetzt aber so ein Psi angucke beispielsweise, ja, wo ich mir auch denke, was ist mit dir? Du hast irgendwie nichts gemacht so wirklich, ja. Dann schaue ich mir die Indikatoren an
Wir sind hier im überverkauften Bereich gewesen und der hat einfach gefühlt nichts gemacht, ja. Wir haben jetzt hier das 61,8er abgeholt, haben es sogar nochmal unterschritten. Es könnte theoretisch auch nochmal sein, dass das hier eine 4 war, ja. 1, 2, 3, 4. Wir kommen hier nochmal runter in der 5 der C. Somehow, oder der X, je nachdem. Und holen hier nochmal das 78,6 ab. Da sage ich, okay, ja, aber dann bitte von da aus, weil wenn ich mir die übergeordnete Struktur mal anschaue, dann sieht das auf jeden Fall eigentlich ziemlich gut aus. Andernfalls, natürlich, haben wir hier dann letztendlich irgendwas, ja, Fünfteiliges, wenn wir hier jetzt tatsächlich das letzte Low nochmal unterschreiten sollten, was man dann natürlich auch wieder als Diagonalstruktur sehen könnte. Halte ich für relativ unwahrscheinlich. Er darf das jetzt gerne machen. Er hat sich auch an die Zielzonen sehr gut gehalten. Er hat jetzt hier eine ABC gemacht, da hat er hier das 138,2er abgeholt, hat hier in der ABC das 138,2er abgeholt, hat hier, ich glaube das 78,6er müsste das sein, abgeholt. Der hält sich da wunderbar dran. Hier glaube ich das 100% Fibonacci-Level. Auch hier wieder das 61,8er, hier das 61,8er. Und hier jetzt auch wieder das 61,8er, vielleicht holt er sich noch das 78,6er, ja. Wir sind auf jeden Fall, wenn wir jetzt auf den Wochenchart schauen, auch, ja, nahe eines überverkauften Bereichs. Wir haben aktuell auf dem MACD, auf dem Wochenchart, zunehmendes bärisches Volumen. Wenn wir uns das Ganze aber auf dem Tageschart anschauen, dann sieht da alles tippitoppi aus. Auf jeden Fall zumindest mal für eine korrektive Gegenbewegung sollte es reichen, ja, wenn wir jetzt hier nicht in diese Welle C übergehen, dann sollten wir zumindest mal einen Dreiteiler machen, von hier aus meinetwegen als Korrektur hier nochmal in diesen Bereich rein. Das wäre auf jeden Fall möglich. Aber so sehen halt eben viele Altcoins aus, was mich halt irgendwie so ein bisschen mit den Ohren schlackern lässt, ja. Viele Altcoins sind überverkauft, was erstmal ziemlich bullish wäre an so einem tiefen Punkt. Selbst wenn es nur eine korrektive Rallye ist. Aber es verwirrt mich halt einfach, ja. Und ich glaube, es geht vielen genauso da draußen. Und deswegen auch dieses Video bitte nur wirklich als Information nehmen und nicht irgendwie irgendwas reininterpretieren, von wegen der Weight Theory Investing hat gesagt, ja. Ich bin mir aktuell auch nicht sicher, gerade beim Bitcoin, weil hier ein Top aus meiner Sicht, aus Struktursicht schon drinne sein kann. Auch als Fünfteiler. Und wir uns jetzt in einen Bärenmarkt bewegen könnten. Und was passiert dann aber mit unserem Sai oder Ethereum jetzt hier beispielsweise, ja, wenn wir uns mal Sai nochmal anschauen, der ist ja hier nah am Bottom, ja. Das passt einfach nicht. Das passt alles nicht zusammen. Aus meiner Sicht müsste es zumindest mal ein bullisches Reversal geben. Wenn wir jetzt aber der Bitcoin tatsächlich sich dazu entscheiden sollte, in den Bärenmarkt zu gehen, dann ist der Sai auch mal wieder ganz schnell hier unten irgendwo und wir sind definitiv überverkauft, ja. Und was er dann macht, dann zumindest mal eine korrektive Rallye. Aber das müssen wir einfach mal weiter beobachten. Was wir natürlich auch noch haben, ist der Crypto Fear and Greed Index. Sehr wichtiger Indikator. Wir waren da vor kurzem noch in der Angst, sind jetzt schon wieder im neutralen Bereich. Absolut verständlich. Der Bitcoin hat ein paar Prozente gemacht und alle schieben wieder FOMO. Wie das halt so am Markt ist. Ja, und jetzt verkaufen wir halt gerade ab. Wir schauen hier nochmal. Er hält sich auf jeden Fall noch ans 38,2er, das ist schon mal sehr gut. Und ja, ein Bullenmarkt endet nicht in der Angst. Das kann ich euch schon mal sagen. Das habe ich euch letztes Mal gesagt, im Dezember oder wann das war. Wir hatten da auf jeden Fall bei unserem ersten Hoch hier extreme Gier und sind dann in die extreme Angst gerutscht. Ja, jetzt sind wir wieder in der Angst, zumindest gewesen. Und wenn wir jetzt tatsächlich hier nochmal Richtung Greed, was wir ja vor kurzem eigentlich schon waren mit dem neuen All-Time-High, dann wieder in die Angst rein, ja, mit dem Flash-Crash. Es kann gut und gerne nochmal sein, dass wir nochmal Richtung Extreme Greed kommen. Wenn wir aber nur Richtung Greed laufen, ist das halt eben so, ja. Bei Extreme Greed auf jeden Fall zumindest mal Teilprofite, sobald wir dieses Level antesten, ja. Der kann sich hier natürlich auch ein paar Tage drin aufhalten, das ist ganz klar. Wenn wir mal schauen, wir sind hier vom 12.11. bis zum 9.12. drin gewesen in der extremen Gier. Das ist schon eine Zeit. Also ihr müsst nicht sofort all euer Geld aus dem Markt rausholen.
wenn wir das mal antesten, ja. Aber das sollte dann schon ein Warnsignal sein, okay, hier könnte es demnächst mal vorbei sein, wenn wir tatsächlich dann nochmal da hochkommen. Was ich mir dann natürlich auch vorstellen kann, ist, dass wir jetzt hier nur unsere B ausbauen, im neutralen Bereich bleiben und dann wieder in die Angst rutschen. Weil wir hier unsere Welle C ausbauen, dann nochmal in die B gehen, wo die Euphorie dann so ein bisschen wiederkommt und dann nochmal in die C final und dann eigentlich in der extremen Angst sind. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Und von da aus darf die Rallye dann halt eben losgehen. Wenn ich mir allerdings auch meinen geheimen Indikator, ja, der wahrscheinlich mittlerweile gar nicht mehr so geheim ist, anschaue, der ist hier noch bei 1 ungefähr. Der ist im mittleren Bereich, der hat auch noch Platz nach oben. Und das passt halt auch eigentlich wieder, weil wir eigentlich noch gar keine Gier jetzt in letzter Zeit so wirklich hatten. Keine richtige Gier. Wir hatten sie, ja, auf jeden Fall. Aber die extreme Gier, die war halt einfach überhaupt noch nicht da, ja. Und das zeigt mir auch dieser Indikator, der normalerweise eigentlich immer zuverlässig Tops und Bottoms gecallt hat. Auf jeden Fall mal reingucken, chainexpose.com. Wir haben hier unser Bitcoin-Top immer eigentlich zuverlässig abgefangen. Wir sind jetzt hier noch im mittleren Bereich. Wenn ich möchte, kann ich hier vielleicht eine Head and Shoulders erkennen, ja. Aber ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Auf jeden Fall kann es gut und gerne nochmal sein, dass wir, bevor wir in den roten Bereich kommen, in den grünen Bereich eindippen. Ne? Und das wäre dann halt eben unser Bärenmarktziel. Dass wir diesen Zyklus gar nicht hier, diesen roten Bereich anlaufen, sondern tatsächlich erst nächsten Zyklus. Das habe ich tatsächlich in ein paar anderen Videos auch schon gesagt, diese Theorie. Und wenn Bitcoin jetzt nicht mal so langsam in die Hufe kommt, dann glaube ich auch, dass das so eintreten wird. Wenn wir uns hier nochmal den Supply and Profit Loss anschauen, dann können wir auch sehen, dass hier ungefähr am All-Time-High 100% der Trader im Profit waren, wobei wir jetzt tatsächlich nur noch bei ungefähr 87, 88% sind und das eigentlich auch immer bei den 100% so ein Signal war, okay, jetzt sollte man mal vielleicht übers Verkaufen nachdenken. Ne? Auf jeden Fall eine sehr coole Seite. Sehr, sehr hilfreich. Und ja, in dem Sinne, ich nehme jetzt hier schon 50 Minuten auf. Ich weiß nicht, wie lang die Datei ist, nachdem ich geschnitten habe. Auf jeden Fall, wenn ihr dieses Video, meine Arbeit für dieses Video wertschätzt, wenn ihr hieraus was mitnehmen konntet, dann lasst jetzt auf jeden Fall ein Like und ein kostenloses Abo da. Hey, es kostet keinen Cent, es unterstützt den Kanal riesig und ich hoffe, ihr habt das Video auch bis zum Ende geguckt. Ja, danke für die Watchtime. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und ein kostenloses Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.